Zimmerfrei für Flüchtlinge ist ganz schnell erklärt. Wir wollen Flüchtlingen die Möglichkeit geben, ein Wochenende oder eine Woche bei einer deutschsprachigen Familie zu verbringen. Immer habe ich gesagt, wenn man keinen Kontakt mit Deutschen habe, kann man nicht Deutsch sprechen. Das ganze Wochenende auf Deutsch zu reden war schwer. Ich bin daran einfach nicht gewohnt, aber am zweiten Tag, ich habe nur auf Deutsch geredet. Wir hatten ja auch eigentlich noch gar keinen Kontakt zu Geflüchteten und man wusste auch gar nicht, über was darf man reden oder redet man überhaupt über bestimmte Sachen. Ich wusste nicht, ob er weiß, was ich mache. Also ich verkaufe Kondome und natürlich weiß man auch bei den ganzen Kulturunterschiede und so weiter, weiß man nicht, ist das cool oder ist es uncool für jemanden. Es besteht hier die Chance, auch jemandem wirklich zu helfen und reinzulassen, und es funktioniert halt nur, indem man jemanden reinlässt. Die Überlegung ist, jemanden an Dingen teilnehmen zu lassen, die man sowieso macht. Also wir sind draußen gegangen mit dem kleinen Kind zum Spielplatz und spazieren gehen. Also zum einen habe ich gesagt, Mahmoud soll mich von der Arbeit abholen am Freitag. Und dann habe ich gesagt, hast du Lust auf einen Spaziergang? Weil ich spaziere immer sehr gerne. Wir haben versucht, so viel wie möglich Normalität bei uns auch zu haben. So einen ganz normalen Frühstücksmorgen und dann ein bisschen die Stadt angeguckt, haben eine Bootsfahrt gemacht und abends waren wir mit Freunden und Verwandten zusammen. Wir haben zusammen gekocht, wir sind zusammen ausgegangen, wir haben viel Spaß gehabt. Ich habe vorgelesen und sie hat mich korrigiert. Natürlich geht es in erster Linie darum, dass durch den Aufenthalt Flüchtlinge etwas lernen können. Die deutsche Sprache, deutsche Gepflogenheiten. Aber es hat sich dann sehr schnell herausgestellt, dass auch Gastgeber da eine ganze Menge mitnehmen können. Auf der anderen Seite war das für mich auch die Gelegenheit, diesen Flüchtlingen einfach ein Gesicht zu geben und mit denen halt ganz alltägliche Gespräche zu führen. Man hat ja auch sehr viel Politisches gelernt, was einem selbstbewusst gemacht hat, dass man eigentlich gar nichts weiß über Syrien oder... Letztlich schnurrt es eben doch darauf zusammen, dass sich irgendwie einzelne Menschen begegnen müssen und auseinandersetzen müssen. Das kostet Überwindung, aber man wird total belohnt. Es ist schon toll, dass auf diese Art und Weise sich Menschen kennenlernen, aber die Hoffnung war, dass es in einigen Fällen auch darüber hinausgeht. Wir sind weiterhin in Kontakt und das ist unheimlich schön und eine große Bereicherung. Aber für mich ist das jetzt nicht wie ein Fremder, sondern eher wie eine Freundschaft. So eine Beziehung irgendwie entsteht, dass man sich halt immer wieder sieht und was spricht und sich versucht zu helfen. Ja, natürlich werde ich das weiterempfehlen, aus dem Grund, dass wir hier in Deutschland leben und die Sprache richtig lernen müssen, um weiterzukommen. Das ist total relevant, weil es so einfach ist. Also man muss nichts Besonderes machen, man macht einfach ein normales Wochenende, aber hat jemand Neuen dabei, der normalerweise nicht in diesem Umfeld sein würde und öffnet sich und der andere Mensch öffnet sich und da ergibt sich was Neues. Nach einem Dutzend Vermittlungen war es dann Zeit für ein erstes Resümee. Mit Schnitzeln, die wir vorher gemeinsam gemacht haben und an einem tollen Ort, einer alten Villa im Charlottenburger Westend, der Ulme 35. Für mich war jetzt der Abend eine Gelegenheit, sehr viele der Teilnehmer kennenzulernen. Und das fand ich dann schon interessant, dass es doch auch sehr unterschiedliche Leute sind. Es gab ein sehr nettes Abendessen, aber es gab auch 2 Impulse. Wir wollten, dass nochmal so ein bisschen unterschiedliche Gesprächsthemen aufkommen. Und dann gab es dazu eine Arbeitssession. Und es war für mich sehr interessant, was für Diskussionen sich daraus entsponnen haben. Und es ist schön, eine Aufgabe zu haben an so einem Abend. Dann sitzt man nicht einfach, man denkt über Dinge nach und das bringt einen wieder weiter zusammen. Mal sehen, wie es weitergehen könnte. Aber zuerst gibt es ein paar Menschen, die sich ganz herzlich bedanken wollen. Heba, Osama, Tori Alay, Hekmat, Abdul Karim, Ismail, Mahmoud, Abdurrahman, Abdul, Muhammad, Nasan, Abu Heba. Kırıklarını aldırdım kalbimi, zırhımı çıkarttım astım portmantoya.
Unter jedem Dach gibt es ein Ach. Das habe ich gelernt.